Thank you again for your welcome to both of us here. Noch einmal danke auch von meiner Seite für euer herzliches Willkommen. Ruth has spoken on behalf of both of us. Ruth hat für uns beide gesprochen. We really appreciate the people here in Agape Wir schätzen wirklich die Leute hier sehr in Agape and other friends who've come from other places. und andere Freunde, die von anderen Plätzen gekommen sind. It would be interesting to know how many people have come from outside Germany. Es wäre interessant herauszufinden, wie viele von euch, von den Menschen von außerhalb Deutschlands gekommen sind. Perhaps you would stand up if you're from outside Germany. Würdet ihr vielleicht mal aufstehen, wenn ihr nicht aus Deutschland hier seid, sondern von außerhalb? Herzlich willkommen. Don't sit down. Don't sit down. Stehen bleiben, bitte. Bleibt bitte stehen. I have a reason for asking. Just tell us where you're from. I know you're from Portugal. Ich möchte nur wissen, woher ihr seid. Hier kommen Leute aus Portugal, Geschwister. Wo sind Sie her? Aus Österreich. Österreich. Switzerland, wonderful. Hungary. Von Ungarn. Switzerland. Schweiz. Aus Zürich in der Schweiz. Thank you. Auch aus der Schweiz. This one here? South Africa. Aus Südafrika. Welcome. Herzlich willkommen. That's a long way. And you? Und Sie? Auch aus der Schweiz. Oh, thank you. Oh, and somebody standing there? Von Österreich. And you? Auch aus Österreich. Prima. That's interesting. Well, Und the hier? one who came from South... Oh, I thought we... Are you the one that wrote to me? Yeah, I'm interested in you. Das sind die Herrschaften, die einen Brief geschrieben haben und sie kommen auch aus Portugal. Wait a minute, have we missed somebody? Ist noch jemand übergeblieben? Oh, up Da in oben. there, yeah. Bitte schön. What? India. Von Indien. And I know you, Hungary. That's Aus Ungarn. Herzlich willkommen. That's wonderful. Now, I realize there are many people here who feel that they could be helped if they could talk to us personally. Ich weiß, dass viele Menschen hier sind, die glauben würden, dass ihnen geholfen werden könnte, wenn sie mit uns persönlich reden könnten. And some of you have contacted me. Und einige von euch haben schon Kontakt mit mir aufgenommen. I'm sure there are at least 50 persons here that feel that is important. Ich weiß, dass mindestens 50 Menschen hier sind, die glauben, dass dies äußerst wichtig ist. But there are limits to my strength. Aber es gibt Begrenzungen zu meiner Stärke. I am now well over 70 years old, Ich bin jetzt gut über 70 Jahre alt and I'm very healthy. und ich bin sehr gesund. I've never been more healthy in my life than I am today. Ich war in meinem ganzen Leben nicht gesünder als heute. But at the same time, my strength is limited. Aber zur gleichen Zeit ist auch meine Stärke And I have begrenzt. learned that it pleases God if we're realistic. Und ich habe herausgefunden, dass es Gott gefällt, wenn wir realistisch sind. So if there were 50 people here that wanted half an hour, So, wenn 50 Leute hier sind, die gerne eine halbe Stunde mit mir hätten, that would be 25 hours. das wären 25 Stunden. And I've come here with a commitment to public ministry. Und ich bin hierher gekommen mit einer Verpflichtung, öffentlich zu lehren und zu dienen. And I give all my strength and my concentration to the public ministry. Und ich gebe meine ganze Stärke und meine ganze Konzentration diesem öffentlichen Dienen. However, God is not limited to what I can do. Jedoch ist Gott nicht limitiert zu dem, was ich tun kann. And as Ruth and I were praying together before this meeting, Und wo Ruth und ich vor diesem Treffen heute Abend zusammen gebetet haben, God spoke to us prophetically, hat Gott zu uns prophetisch geredet. and He said that He wanted me to deliver the message that He'd given me, Und er hat gesagt, dass er von mir möchte, dass ich die Botschaft übermittle, die er mir gegeben hat. and that people were not limited to my laying hands on them, Und dass Leute nicht dadurch begrenzt werden würden, dadurch, dass ich die Hände auf sie lege, but that there were many different ways in which He could work if I would proclaim His word. sondern dass da viele verschiedene Arten und Weisen sein würden, wie er arbeiten könnte, wenn ich sein Wort verkünde. So I hope you'll understand if we don't specifically invite you for ministry. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum wir euch nicht spezifisch öffentlich zum Dienen herausrufen. However, we will try to see how the Lord will lead us. Trotzdem wollen wir schauen und aufpassen, wie der Herr uns führen wird.
And it's always exciting to see what the Lord will do. Und es ist immer aufregend zu sehen, was der Herr Gott tun wird. If you will believe in His way, God will reach you. Wenn ihr an seinen Weg glauben könnt, dann wird Gott euch anrühren. So now I want to announce my subject. Und nun möchte ich auf mein Thema kommen. And this was given to me before I came here. Und dieses Thema wurde mir gestellt, bevor ich hierher kam. I was asked specifically to speak on the fear of the Lord. Ich wurde spezifisch gefragt, ob ich über die Furcht des Herrn lehren könnte. And I was very happy to receive that request. Und ich war sehr glücklich, diese Forderung zu erhalten. Because I believe this is a very important subject. Denn ich glaube, dass dies ein sehr wichtiges Thema ist. And one that is very seldom spoken of in contemporary Christendom. Und eines, über das im jetzigen Christsein sehr wenig geredet wird. Just as a matter of interest, how many of you have heard a specific message on the fear of the Lord at any time? Nur Interesse halber, wie viele von euch haben spezifisch mal eine Botschaft über die Furcht Gottes gehört? Irgendwann mal. That's interesting. Now put your hands down. How many have heard the message from me? Wie viele von euch haben die Botschaft von mir gehört? Okay, that's just a few. All right, let's then turn to this subject. Lasst uns nun diesem Thema uns zuwenden. First of all, I want to try to define what the fear of the Lord is. Zuerst möchte ich einmal definieren, was die Furcht des Herrn bedeutet. I will give you some words that could be used to describe it. Ich möchte euch einige Worte geben, die man dazu benutzen kann, um es zu beschreiben. And then I will also seek to tell you what it is not. Und dann möchte ich versuchen, euch auch zu erklären, was es nicht ist. And then we'll see what the scripture says about it. Und dann schauen wir uns an, was die Schrift über die Furcht Gottes sagt. But let me try and stimulate your appetite. Aber lasst mich versuchen, euren Appetit jetzt anzuregen. I personally do not know of any subject in Scripture which has more wonderful promises attached to it than the fear of the Lord. Ich weiß kein anderes Thema in der Schrift, an dem mehr Versprechungen hängen als über der Furcht des Herrn. It's almost difficult to believe all the promises God has given to the fear of the Lord. Es ist fast unglaublich zu sehen, wie viele Versprechungen Gott über gottesfürchtige Menschen gegeben hat. Let's consider now some words. Lasst uns nun einige Worte mal betrachten. And I have to give them in English, and my interpreter then has to try and find the best German word. Und ich muss sie auf Englisch geben und der Übersetzer muss dann versuchen, die beste deutsche Übersetzung zu finden dafür. I don't know of any one English word that says it all. Ich kenne kein einziges Wort in Englischen allein, was die gesamte Furcht Gottes ausdrücken könnte. But here are some words which say part of it. Aber hier sind einige Worte, die einen Teil davon beleuchten. Respect, Respekt, reverence, Ehrerbietung, awe, heilige Scheu and acknowledgement. und eine Anerkennung. Now, you take those words together and each of them says a little part of it. Nehmt all diese Worte zusammen und jedes von ihnen beschreibt einen gewissen Teil davon. And then you could call it appreciation of the privilege of knowing God. Und dann könnte er es vielleicht als Wertschätzung des Privileges, Gott zu kennen, nennen. And then you could say that it produces certain results. Und dann könnt ihr vielleicht sagen, dass die Furcht Gottes gewisse Resultate hervorbringt. First of all, worship. Zuallererst Anbetung. And I question whether we really can worship God truly without the fear of the Lord. Und ich frage mich, ob wir Gott in Wahrheit, wahrhaftig anbeten können, ohne die Furcht Gottes. And then I believe it produces total submission. Und dann, glaube ich, produziert es völlige Unterordnung. There's one very interesting verse in Genesis chapter 31 verse 42. Es gibt einen sehr interessanten Vers in 1. Mose 31, Vers 42, where Laban is talking to his nephew.